Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute machen wir ein ganz wunderbares Tiramisu ohne Ei. Gerade bei den hohen Temperaturen kann Tiramisu bei rohen Eiern ein erhöhtes Risiko für Salmonellen bergen. Da meine Mama Ende Juni Geburtstag hat und ausnahmslos alle in der Familie lieben's, ist das immer ein schwieriges Thema. Deswegen dachte ich, was für unsere Familie gut ist, ist für alle anderen auch gut. Deswegen hier ein Tiramisu ganz ohne rohes Ei und es schmeckt. Ist das hier wunderbar cremig und geschmacklich absolut zu empfehlen. Und da jedes Tiramisu einen richtig starken Kaffee braucht, geben wir etwa 3 Esslöffel entweder Instant-Kaffeepulver oder einen starken Espresso. Und da ich weiß, dass viele von euch Kinder oder Enkelkinder in der Umgebung haben, könntest du auch Kaba nehmen. So oder so kannst du die Menge natürlich anpassen, die du brauchst. Und da wird das Kaffeepulver auch mit heißem Wasser aufgegossen. Und keine Sorgen, es gibt viele Mythen darüber, aber was viele nicht wissen, auch Instant-Kaffee ist in der EU klar geregelt. Löslicher Kaffee wird nämlich ausschließlich aus gerösteten Kaffeebohnen und Wasser hergestellt. Weitere Zusätze oder Zusatzstoffe gehören definitiv nicht hinein. Und da ich den Geschmack von Amaretto sehr mag, gebe ich 100 Milliliter Amaretto oder Masala in den fertigen Kaffee dazu. Die Menge kannst du auch hier variieren oder einfach weglassen. Und nun sollte der Kaffee einfach auskühlen. Wenn der Kaffee nun fast ausgekühlt ist, kommen wir zum Mascarpone. Davon brauchen wir dann 500 Gramm. Als ich beim Einkaufen war, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen der Schlag getroffen, wie teuer Mascarpone mittlerweile ist. Natürlich kann man diesen auch selber machen, allerdings hatte ich leider aus bekannten Gründen keine Zeit dafür. Wenn du allerdings daran Interesse hast, dann lass es mich doch gerne mit einem Kommentar wissen. Als nächste Zutat gibt es dann 50 bis 70 Gramm Zucker. Die Menge kannst du variieren, so wie du es möchtest. Wenn du es nicht so süß haben möchtest, nimmst du 50, ansonsten 70 Gramm, wo sich wahrscheinlich auch bis auf 30 Gramm reduzieren lassen sollte, aber das habe ich selbst noch nie ausprobiert. Am Dessert nämlich dann noch Kalorien zu sparen, halte ich für sehr ineffektiv. Lieber einmal ein Stückchen herzhaft genießen, als 2 Stücke von etwas zu essen, was einem sowieso nicht so gut schmeckt. Der Zucker und der Mascarpone werden nun einfach glatt gerührt. Früher habe ich immer den Mascarpone einer anderen Marke bevorzugt, aber 9 € für 500 Gramm waren mir definitiv zu teuer. Deswegen war ich positiv überrascht, wie stichfest dieser hier ist. Allerdings ist er mir ein bisschen zu stichfest und ich habe noch 100 Milliliter Milch hinzugegeben. Allerdings ist das optional und habe ich nicht mit abgedreht. Für den, wie ich finde, richtigen Geschmack gibt es nun noch 2 bis 3 Esslöffel Amaretto oder Masala in die Mascarpone-Creme. Für manche reicht das auch und muss nicht zusätzlich in den Kaffee gegeben werden. Und zu guter Letzt werden die Zutaten cremig miteinander verrührt. Denn da unser Tiramisu ja schön fluffig werden soll, uns aber die aufgeschlagenen Eier fehlen, brauchen wir einen Ersatz für die nötige Luftigkeit. Ich hatte es ja im Vorgängervideo bereits angekündigt, denn nun verwenden wir die Sahne von dem selbstgemachten Sahnesteif. Und genau dafür sorgt die aufgeschlagene Sahne. Sie macht unsere Mascarpone-Creme gleich schön locker und auch cremig. Hier wird nämlich alles verwertet und nichts einfach produziert und weggeschmissen. Nun jedoch für jeden zur richtigen Erklärung. Wir brauchen 250 Milliliter süße Sahne, die wir kräftig aufschlagen. Dort kommen dann 1 bis 1,5 Teelöffel selbstgemachtes oder auch gekauftes Sahnesteif dazu. Einfach um die Standfestigkeit zu gewährleisten. Und schlagen die Sahne dann noch komplett restlich auf. Wie gefällt dir denn das Rezept? Lass es mich gerne mit einem Kommentar wissen. Sobald die Sahne steif geschlagen ist, kann sie auch direkt zur Mascarpone-Creme kommen. Und dann natürlich vorsichtig mit dem Schneebesen unter die Creme gehoben werden. Dabei jedoch nicht zu kräftig rühren, damit die eingeschlagene Luft auch erhalten bleibt. Am besten arbeitet man von außen nach innen, sodass die Creme schön locker und luftig bleibt, beziehungsweise wird, aber das kannst du hier hoffentlich sehr gut erkennen. Hier kann man auch ruhig mit dem Löffel einmal nachhelfen, damit unten am Rand die Mascarpone-Creme auch wirklich mit der Sahne verbindet. Als nächstes brauchen wir etwa 200 Gramm Löffelbiskuits und eine von deiner Wahl. Ihr könnt das Tiramisu natürlich auch direkt in portionsweisen Gläsern anrichten, je nachdem wie ihr es möchtet. Und jetzt scheiden sich dann durchaus die Geister. Kommt zuerst eine Schicht Löffelbiskuits in die
Form oder zuerst die Creme. Ich mache es selbst mal so und mal so. Geschmacklich macht es am Ende fast keinen Unterschied aus. Wichtig ist dabei nur, dass sich die Löffelbiskuits und Creme auch schön abwechseln. Denn bedeutet doch im Italienischen Tiramisu wörtlich ziemlich hoch. Nun brauchen wir den nun kalten Kaffee und geben etwa pro Löffel Biskuit einen Esslöffel Kaffee darüber. Es sollte also nicht zu viel Feuchtigkeit vorhanden bleiben, sondern sich die Löffelbiskuits schön damit vollsaugen und standhaft bleiben. Sobald die Löffelbiskuits gut getränkt sind, hat die Creme natürlich ihren großen Auftritt und wird einen guten Zentimeter auf die Löffelbiskuits aufgebracht. Das Ganze natürlich schön gleichmäßig. Dafür verwenden wir etwa die Hälfte der fertigen Creme, denn die zweite Hälfte brauchen wir gleich noch. Zu guter Letzt wird die Creme nun glatt gestrichen und eine neue Lage Löffelbiskuits aufgebracht. Übrigens ist Tiramisu jetzt viel jünger als viele denken. Es gilt nämlich nicht als jahrhundertealte italienische Traditionsrezept oder Dessert, sondern wurde wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär. Seine genauere Herkunft ist allerdings sehr umstritten. Dann werden natürlich auch die Löffelbiskuits mit etwa einem Esslöffel des restlichen Kaffees bestrichen. Hier sollte man darauf achten, nicht zu viel zu nehmen, sonst verwässert das Tiramisu. Sobald die Löffelbiskuits nun getränkt sind, verteilen wir die zweite Hälfte der Cremes darauf und verteilen sie gleichmäßig. Nochmal zur Herkunft von Tiramisu. Diese ist nämlich bis heute umstritten. Besonders bekannt ist die Geschichte, dass Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre im Restaurant Le Becherie in Treviso entstanden sein soll. Als Erfinder gelten dabei der Konditor Roberto Linguanotto und die Restaurantbesitzerin Alba Campiol. Eindeutig belegt ist die Herkunft allerdings bis heute nicht. Zumindest egal, wer es erfunden hat, lecker ist es und jetzt sollte es für mehrere Stunden durchkühlen, so verbinden sich die Aromen optimal miteinander. Nachdem inzwischen 5 Stunden vergangen sind, obwohl du es auch über Nacht im Kühlschrank lassen kannst, kommt das Tiramisu endlich aus dem Kühlschrank. Die Löffelbiskuits sind jetzt schön durchgezogen und die Creme ist auch wieder wunderbar fest. Nun kommt natürlich noch eine großzügige Schicht Kakaopulver darüber. Und dann kann das Tiramisu endlich angeschnitten und auch probiert werden. Am besten erst den Rand lösen und dann Stücke deiner Wahl rausschneiden. Nun zeige ich euch noch, wie es von innen ausschaut und die einzelnen Cremeschichten, respektive die Biskuitschicht zu sehen ist. Durchaus hätte das Stück gleichmäßiger aussehen können, das ändert aber nichts an dem fantastischen Geschmack. Und nun musst du auf jeden Fall selber ran. Fantastisch. Ich glaube ja, fast alle lieben selbstgemachtes Tiramisu. Und bevor ich mich jetzt dazu über das nächste Stück hermache, wünsche ich euch viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst, pfiat euch!